Ich bin Simon. Und ich bin Carlotta. Und wir nehmen euch mit in die Werkstatttage des Berufsorientierungsprogramms, wo wir verschiedene Berufsfelder für euch testen. Wie kommt der Putz auf die Hauswand und das Airbrush auf den Tankdeckel und was ist eigentlich mit Wärmedämmung? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es heute zu erfahren im Berufsfeld der Maler. Und ich nehme euch mit. Und das Berufsfeld ist eindeutig ein kreatives, denn dahinter stecken nicht nur Renovierungsarbeiten. Im Bereich Farbe- und Raumgestaltung sind auch die künstlerischen Fähigkeiten gefragt. Dazu gibt es viele Techniken und Methoden zu lernen und die werden uns von Malermeister und Ausbilder Daniel Siemchen aufgezeigt. Wir werden uns ein bisschen die Hände dreckig machen. Ein bisschen. Denn das gehört bei diesem Beruf einfach mit dazu und man sollte sich nicht davor scheuen. Doch bevor es ans große Pinseln geht, lernen wir die verschiedenen Techniken kennen. Da wäre zum einen die Wickeltechnik und zum anderen die Tupftechnik, bei der ein Schwamm zum Einsatz kommt. Immer schön tupfen und wieder hochheben und immer schön drehen dabei beim Hochheben. Beide Techniken lassen viele Gestaltungsmöglichkeiten zu, doch dafür heißt es fleißig üben. Ich würde auch direkt mit dem Tuch einsteigen, weil das ist die Sauerei direkt da. Tuch rein, Spaß haben und dann rollen. So. Mensch, das wird ein wunderschönes Wohnzimmer, wird das. Aber es ist ja noch kein Maler und keine Malerin vom Himmel gefallen. Übung macht bekanntlich den Meister. Warum bist du Maler geworden? Die Arbeit mit Farbe. Ja? Das macht Spaß eigentlich. Man kann sich immer viel ausprobieren, schauen, was schön aussieht, immer zusammenstellen. Ja, sich immer weiterentwickeln. Weiterentwickeln wollen wir uns auch. Geübt haben wir schließlich genug. Jetzt kann es also ans Werk gehen. Ein Wandmuster soll entstehen, bei dem wir sowohl Wickel- als auch Tupftechnik anwenden. Bevor das Streichen aber losgehen kann, müssen letzte Vorbereitungen getroffen werden. Ich bin ein bisschen überfordert, ob der vielen Gegenstände, die ich benutzen könnte. Im Berufsfeld sind neben den Malutensilien auch Zollstock, Bleistift und Wasserwaage wichtig. Am Anfang muss erstmal der Bereich angezeichnet und abgeklebt werden, der später gestaltet wird. So, wie viele Männer braucht man, um eine gerade Linie zu zeichnen? Wir hätten da gleich einen Zwischenstand. 2 sind dafür eigentlich zu viel, aber es soll ja auch ganz genau werden. Es ist gerade, wir haben es gut gemacht. Super, denn als Maler sollte man exakt arbeiten und sich nicht verrechnen, ansonsten fängt man am Ende wieder von vorne an. Nee, lass mal kurz. Wenn wir erst unten den Punkt setzen, dann müsste es doch eine gerade Linie sein jetzt, oder? Nee, ist es nicht. Das Klebeband ist wirklich kaputt. Nach den letzten Vorbereitungen kann die Farbe gemischt werden. Bei uns sollen die Farben Rosa, Mintgrün und Hellblau zum Einsatz kommen. Die Farben stehen so noch nicht im Regal, sondern müssen erstmal im richtigen Verhältnis gemischt werden. Wenn man halt helle Farbtöne haben will, immer nach und nach reingehen. Genau. Viel hilft, viel ist da die falsche Herangehensweise. Und dann kann es endlich ans große Streichen gehen. Erst die Hintergrundfarbe so auftragen, dass keine hellen Flecken entstehen, trocknen lassen und anschließend das Ganze mit der Tupf- und Wickeltechnik verfeinern. Wie geht's weiter? Kann ich mich erst trocknen lassen. Bisschen trocknen lassen und dann kommt die Schablone, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Und dann gibt's hier Tupfen. Um die Wand künstlerisch zu gestalten, fehlt noch ein schönes Muster oder, wie man heute sagen würde, ein Wandtattoo. Das ist ganz leicht, wenn man die Grundlagen kennt. Im Vorfeld eine Schablone zurechtstanzen und dann mit der Farbe und der Tupftechnik auf die Wand bringen. Und wenn du siehst, wie vielseitig man so eine Wand selbst als Anfänger gestalten kann, dann möchte ich nicht wissen, was man nach 3 Jahren Ausbildung alles hinkriegt. Egal ob Azubi oder Profi, die Arbeit mit Farben macht auf jeden Fall großen Spaß und gemeinsam mit der Kundin oder dem Kunden kann man viele schöne Ideen verwirklichen. Sieht gut aus. Danke für den schönen Tag. Das war mein Werkstatttag bei den Malern und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Es ist ein sehr vielseitiger und abwechslungsreicher Beruf, in dem man mit Tüchern, mit Schwämmen oder auch Pinseln sehr filigran arbeiten kann, aber auch großflächig mit der Rolle. Noch viel mehr, ich habe euch jetzt gar nicht alles gezeigt. Ich fand es auf jeden Fall sehr lehrreich und hat mir sehr viel Freude bereitet, der Tag. Ich freue mich schon aufs nächste Berufsfeld, was ich euch vorstellen kann. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.